Guten Morgen. Wir fahren jetzt gerade vom Campingplatz runter. Die Nacht war gut. Bringen jetzt hier noch ein bisschen Leergut weg. Und hier rechts ist noch eine Wasserzapfstelle. Da können wir Trinkwasser bekommen. Und dann ist das Erste, was wir heute machen, einen Bäcker suchen. Der ist hier direkt in Kipfenberg. Und dann geht's auf 70 Kilometer bis Kelheim. Wenn wir uns jetzt Durchfall holen, dann wisst ihr jetzt wo. Ja, Kipfenberg. Jetzt ist 8 Uhr. Das Wetter ist noch diesig. Und Anne, wie war die Nacht? Doch, der neue Schlafsack hat wirklich gute Dienste geleistet. Den haben wir, glaube ich, auch wirklich gebraucht, unser warmen Schlafsack. Und geschlafen habe ich sehr gut. Ja, es war heute so, denke ich, minus, aber 6 Grad kalt. Die Komforttemperatur bei dir ist auch so wie bei mir ungefähr 2 Grad, 1 Grad. 2 Grad, 1 Grad, ja. Genau. Also ich glaube, es bietet sich schon an, wenn man die Komforttemperatur nicht ganz ausnutzt, ne, sondern noch so ein paar Grad Puffer hat. Und ich glaube, dann ist es komfortabel, warm, gemütlich. Die Sonne kommt raus. Yeah! Da wird es einem gleich viel wärmer. Ja. Da hinten sind noch mal ein paar Kanus auch aufgebaut. Also Bootswandern mit dem Kanu ist an der Altmühle, glaube ich, sehr beliebt. Haben wir richtig viel gesehen. Ja, wir hoffen, dass wir da weiterkommen. Aber es sieht gut aus. So, jetzt ist es 9 Uhr. Ganz so kalt ist es gar nicht mal mehr. Ja, das stimmt. Und die ersten 20 Kilometer haben wir im Sack.
Der dritte Tag hat für uns also früh begonnen und es war bewölkt. Zeitgleich war es bei uns auch der Abreisetag. Das heißt, wir mussten den Zug um 13 Uhr erwischen, dann noch 3 Stunden mit dem Zug zurück, 2 Stunden mit dem Auto, sodass wir dann schlussendlich gegen 19 Uhr zu Hause waren. Wir versuchen zwar immer auch den Abreisetag bewusst zu genießen, aber das gelingt eben manchmal nur bedingt. Sun is shining! Ja, jetzt ist es auch schon deutlich wärmer. Also Die Lehre, die wir aus dem gestrigen Tag gezogen haben, war die, dass selbst wenn es von oben nicht regnet, der Boden aber noch nass ist, dann kommt beim Fahrradfahren so viel Dreck hoch, dass wenn man Schuhe anzieht, von vornherein direkt auch die Überzieher-Schuhe anzieht. Es hält natürlich Wind ab und vor allem ganz viel Dreck. Meine Schuhe sahen ja gestern echt schlimm aus, obwohl bis dato noch gar kein Regen gefallen war. Ja, jetzt ist es 10:40 Uhr. Wir haben noch 24 Kilometer bis Kelheim. Also die Altmühl fließt bei Kelheim in die Donau und da steigen wir dann wieder in den Zug ein. Ja, Zugfahren ist ja immer spannend. Du hast mal zu einer Schaffnerin gesagt, Zugfahren mit dem Fahrrad ist immer spannend. Da sagt sie, ja, Zugfahren mit Radreisenden ist auch mal spannend. Ja, wahrscheinlich haben beide recht. Ja, und dann müssen wir noch 3-mal umsteigen und kommen dann wieder beim Auto raus und fahren dann nach Hause. Ja. Zug geht um 13:08 Uhr, glaube ich. ja. Ja. Jetzt haben wir gerade die Funktionswäsche ausgezogen, die wir erst noch angezogen hatten, weil es ja heute Morgen irgendwie 6 Grad waren. Und jetzt ist super Wetter, ne? Ja, wenn man jetzt hier so sitzt, ist es schon richtig warm. Ja. Dem Fahrrad wird zwar gleich wieder frisch, aber die Funktionsunterwäsche braucht man nicht mehr. Nee.
Da vorne war gerade ein Schild, vor uns sei die längste Holzbrücke Europas, hier vor Kelheim. Die ist auch so schön geschwungen. Beginnt schon wohl links hier von der Straße. Die letzten 10 Kilometer sind angebrochen. Wir sind also kurz vor Kelheim. Ja, und jetzt wird es trubeliger, ne? Ja, Mehr absolut. los. Und hier auch gerade viele Wurzelschäden. So, also ich hoffe, man sieht das da. Wir sind jetzt der linke Punkt oder der linke Fluss. Und dann kommt diese Landspitze, Landzunge und von rechts kommt die Donau. Ja, und das ist das da. Ja, und damit ist dann die Altmühlrunde auch beendet. Hier war jetzt die Mündung in die Donau. Und dann begeben wir uns auf den Weg zum Bahnhof. So viel zum großen Bahnhof. Ja, Mensch. Gibt es hier einen Bäcker? Da hinten gibt es ein Netto, okay, also werktags könnte das was sein. Ja, genau. Aber dann würde ich sagen, fahren wir darüber zu diesem Thailänder, ne? Weil er der Lieferservice, dann können die uns bestimmt was für auf die Hand geben. Ja. Ja. Den Inder, Italiener, Thailänder können wir auf jeden Fall empfehlen. Er war sehr nett, sehr geschäftig. Ja. Und er hat uns auch dann angeboten, wir können hier essen und sollen dann aber bitte die Verpackung ihm wieder geben, reinbringen und dann schmeißt er die weg. Dann ist es hier alles schön sauber. Also, und die Pizza schmeckt gut. Ja, Vicky, ne? Ja. Ja. Der Vorteil bei Regionalzügen ist, dass wir unsere Fahrräder meist richtig gut abstellen können. Hingegen ist es beim IC oder gerade beim ICE immer so eng, dass wir alle unsere 6 Taschen abmachen müssen. Das ist dann doch immer sehr umständlich. Wir melden uns nochmal. Wir haben es jetzt ein paar Tage später. Die Fahrräder sind immer noch dreckig. Allerdings fahren wir in 2 Tagen den Donauradweg, den deutschen Teil, 7 Tage lang.
Wenn ihr das seht, also dieses hier seht, dann haben wir allerdings den Donauradweg schon längst wieder hinter uns. Also das ist die YouTube-Zeitblase. Auf jeden Fall sind wir jetzt auf dem Weg nach Ladenburg zur Waschstraße und werden da mit dem Hochdruckreiniger, natürlich mit ein bisschen Abstand, die Räder sauber machen, damit sie dann für den Donauradweg wieder schlüssig sind.